Pöttinger ist ein renommierter Hersteller von Landmaschinen und seit vielen Jahren auch als Lohnbeschichter für Industriekunden tätig. Bei unserem Besuch im modernen Beschichtungszentrum in St. Georgen bei Christkirchen haben wir mit dem Lackiertechnikleiter über die Umstellung auf Pulverbeschichtung und die Verarbeitung von Tiger Drylack gesprochen. Wir haben 1996 mit der Pulverbeschichtung begonnen. Da haben wir im Standort Christkirchen eine neue Halle gebaut, plus Kartell- und Pulverbeschichtungsanlage. Die Herausforderung haben wir schon angefangen beim Teile aufhängen. Ne? Wir haben ja am Anfang in Wirklichkeit nur zwei verschiedene Haken gehabt. Einen, der parallel zur Führertechnik gegangen, der 90 Grad dagegen. Die Teile waren nicht vorbereitet, dass tauchfähig waren zum Teil. Das hat alles adaptiert werden müssen. Wobei der Beschichtungsprozess, nachdem man einfach da bestehende Nasslackierer hergenommen hat und die dann angelernt hat, am besten gleich funktioniert, muss man sagen, das war nicht das große Hexenwerk, dass die das können haben. Das war eher das, dass man die Auslastung der Anlage auf Vordermann gebracht hat, dass man endlich was durchgebracht hat. Und da war Tiger der Pulverlacklieferant für sämtliche Farben. Ja, es war für beide interessant. Nachdem die technischen Anforderungen bei landwirtschaftlichen Geräten sehr hoch sind, haben wir natürlich auch eine Challenge gehabt. Aber wir haben uns bemüht und waren sehr erfolgreich. Und die jahrelange Zusammenarbeit gibt uns ja recht. Es war ja auch insofern sehr spannend, weil ja die Firma Pöttinger eine große Hightech-Anlage gebaut hat. Und auf diese Anlage mussten unsere Produkte abgestimmt werden. Früher haben wir ein bestimmtes Produktportfolio gehabt, mit dem man eigentlich zum Kunden gegangen ist und hat gesagt, das ist mein Produkt, kannst du das brauchen. Mittlerweile ist es immer spezifischer geworden, das heißt, Produktentwicklungen mit dem Kunden sind zunehmend wichtiger geworden. Entwicklungen hinsichtlich speziellen Anforderungen für jede Branche. Und da geht es dann auch in Richtung Freigaben, Zertifizierungen, sei es in Richtung Autoindustrie, sei es Landmaschinenthemen, aber natürlich auch Transporttechnik, die ganz besondere Herausforderungen nach sich ziehen. Genauso vielfältig wie unsere Farben und Oberflächen, genauso umfangreich sind auch die Anforderungen an die Pulverbeschichtung. Besonders im Bereich der Land- und Baumaschinen erfordern individuelle Kundenwünsche sehr komplexe Entwicklungsprozesse. Diese werden schon bei der Harzentwicklung berücksichtigt. Harz ist ein wichtiger Grundbaustein und die Basis vom Pulverlack. Maschinen werden neben deren Funktion auch immer mehr zu dekorativen Investitionsgütern. Die Ansprüche an Korrosions-, Licht- und Wetterbeständigkeit für Glanzerhalt und Farbtonstabilität steigen stetig. Wie wir angefangen haben, 1996, hat eigentlich von unseren Mitbewerbern keiner den Standard gehabt. Wir haben immer mit Autolack-Qualität geworben. Wir haben die Außendienstmitarbeiter Prüfbleche mitgegeben, die es dann den Kunden vorgezeigt haben, oder so lange hin und her pumpt, bis das Blech gebrochen ist und nicht der Lack abgerissen ist. Grundsätzlich haben wir ja eine hohe Beständigkeit, alles was Witterung betrifft, was Korrosionsschutz betrifft, Kantenabdeckung. Und damit wir das gewährleisten können, müssen wir das intensiv überwachen, weil wenn man sich vorstellt, wir machen am Tag 10.000, 12.000 verschiedene Teile, die auf die ganzen Maschinen irgendwo vermontiert sind. Wenn wir da einen Tag schlechte Teile machen und das ist auf dem ganzen Spektrum montiert, dann hätten wir mal ein Riesenproblem draußen. Und das immer erst zeitverzögert. Auch wir sind natürlich gefordert, unsere Standards entsprechend dem Kundenwunsch anzupassen. Und auch wir machen natürlich die entsprechenden Prüfungen intern, sei es jetzt Bewitterungstests, sei es Korrosionstests. Und das ist in Abstimmung mit dem Kunden natürlich tägliches Brot. Um die optimale Performance zu erreichen, sind umfangreiche Prüfungen und Simulationen notwendig. Wir testen die mechanischen Eigenschaften, die Flexibilität oder den Haftverbund bei Mehrschichtaufbauten. Wir analysieren die Kantenabdeckung mittels Querschliffproben und Mikroskop und testen die Oberflächenspannung für optimale Haftfestigkeit von Aufklebern. Es gibt bei uns im R&D über 100 genormte Testabläufe, um unsere Produkte laufend zu verbessern. Ja, in der Eigenfertigung wird eigentlich alles, was temperaturbeständig ist, geprüft. Das sind hauptsächlich Blechteile, Schwarzkonstruktionen, schwere Teile, lasergeschnitten, verrostet, stark verzondert. Und dasselbe Produktportfolio haben wir eigentlich auch in der Lohnbeschichtung. Genauso industrielle Kunden, die auch einen ähnlichen Ablauf haben wie wir, ähnliches Teilespektrum, auch große Teile, schwere, lasergeschnitten, verzondert.
Die Anforderungen sind eigentlich sehr vielfältig. Da geht es nicht nur um die Technik, um den Prüfverlag an sich, sondern geht es auch oft um die Abwicklung der Belieferung zum Beispiel oder Etikettierungen. Das sind dann alles einzelne Themen, die also dann mit Fachleuten beim TIGA erarbeitet werden und gemeinsam dann einer Lösung zugeführt werden sollen. Ja, die Vorteile von Pulverbeschichten sind einmal, dass die Teile, nachdem sie beschichtet sind und aus dem Trocknen rauskommen, abgekühlt sind, sofort vermontierbar sind. Das heißt, sie sind entsprechend ohne großen Schutz auch zum Transportieren innerbetrieblich. Umgekehrt, nach extern kann man es sofort verpacken, weil der Lack schon ausgehärtet ist. Die hohe Schlagbeständigkeit, die hohe Zähigkeit ist wichtig. Nach Jahren dann der hohe Wiederverkaufswert der Maschinen. Das ist vor allem bei den Lohnunternehmern wichtig, beziehungsweise auch bei den ganzen Leasingbaumaschinen. Wenn du die nach 3-4 Jahren verkaufen willst, dann sollen sie noch ansehnlich ausschauen. Auch bei der Zusammenarbeit mit Böttinger wird in der Zukunft das Thema Energieeinsparung sehr interessant sein. Und es wird dann für uns auch eine Herausforderung, die richtigen Produkte, sprich Niedrigtemperaturqualitäten zu entwickeln, die dann auch auf der Anlage für Böttinger geeignet sind.